Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute stelle ich euch vor den SAB Goblin RAW 700 Piuma. Einen kleinen Baubericht, naja klein, der ist ein bisschen größer geworden als ich eigentlich wollte. Das Setup beinhaltet das natürlich, einige Tipps und Tricks für den Piuma, nicht nur für den Piuma, sondern auch für andere Helikopters, diese Tipps und Tricks. Und was ist denn so besonders an diesem Piuma? Was unterscheidet den Piuma vom normalen RAW 700? Viel Spaß, bis gleich. Beginnen möchte ich mit einem Unboxing-Video, einem Unboxing-Spezial à la Franks Heli Info. Jeder macht ein Unboxing-Video und da habe ich mir gedacht, da mache ich auch eins. Betonung liegt auf eins. Ich habe noch ein Foto für euch. Ein Blick hinter den Kulissen, wie das denn hier aussieht, wenn ich zum Beispiel ein Unboxing-Video mache. Und dann schaut euch das mal an. Bitteschön. Ja, Unboxing-Video, dann habe ich das auch mal gemacht. Erledigt. Also ich persönlich finde es super langweilig, jemanden in Echtzeit zuzuschauen, wie er da einen Karton aufmacht und irgendwelche Dinge rausholt und die noch aus der Folie zieht. Kann jeder sehen, wie er will. Ich finde es eigentlich ziemlich langweilig. Das erste und letzte Mal auf meinem Kanal. Unboxing-Video. Top. Erledigt. Los geht's mit der Bauanleitung. Einige Worte zur Bauanleitung. Ich habe schon die eine oder andere Bauanleitung hier auf meinem Tisch gehabt von verschiedenen Herstellern. Aber die von SAB, die ist mit einem kurzen, knappen Wort hervorragend. Die ist vorbildlich sogar, würde ich sogar sagen. Die ist allerdings im Original auf Englisch. Wer sie denn in Deutsch haben möchte, der kann sich die hier natürlich herunterladen. Aber das Problem ist, die müsste um 90 Grad gedreht werden. Die ist also im Hochformat. Und mit meinem Standardprogramm auf meinem Laptop hier konnte ich die nicht drehen. Aber es gibt Hilfe. PDF 24 heißt das, da oben steht's. Und mit diesem Tool kann man eine PDF-Datei drehen, habe ich hier schon gemacht. Und schon hat man eine deutsche Bauanleitung mit den wunderschönen Bilderchen, dass man da auch keinen Fehler macht. Die Bauanleitung, hier ist sie nochmal. Zwei kleine Fehler, das sind keine Fehler, zwei kleine Stolpersteine sind mir hier aufgefallen. Darauf komme ich nochmal zu sprechen im Laufe des Bauberichts. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Zum Baubericht oder zum Bauvideo. Hier habe ich noch ein Foto für euch. So sieht mein Tisch aus, wenn ich einen Heli zusammenbaue. Alles muss geordnet sein und hat seinen Platz in der richtigen Reihenfolge. Zwischendurch muss ich immer wieder mal aufräumen, denn ich kann einfach nicht arbeiten, wenn alles durcheinander ist und ich mal Werkzeug oder Teile suchen muss. Da kriege ich echt eine Macke. Es dauert im Schnitt 2 bis 3 Tage, bis ich einen neuen Helikopter hier flugfertig zusammengebaut habe. Während ich die Servos vorbereite,
Da blende ich euch noch mal ein, das Getriebe, das ist bereits fertig zusammengebaut ab Werk. Und zum Vergleich steht hier eins auf der Waage mit 560 Gramm. Der Vergleich hinkt ein bisschen, ist mir klar, denn das ist das Getriebe vom Kraken 700, von dem ersten 700er Kraken. Der hat ja noch eine zusätzliche Heckantriebswelle, die da unten rausguckt, und noch so ein Getrieberad im Getriebe, sieht aus wie so eine Glocke. Deswegen 560 Gramm, aber ich denke, ich schätze mal vom Raw 700 bzw. Kraken 700S, das Getriebe sollte so knapp unter 500 Gramm wiegen. Das Piuma-Getriebe ist ja von 580er, wiegt knapp 350 Gramm. Das ist natürlich viel, viel leichter. Aber, seht ihr auch gleich, es ist auch viel zierlicher, kleiner. Da kann man das gut sehen, denn das hat ja auch eine 10 mm Hauptrotorwelle und das vom Raw 700 bzw. Kraken 700S hat eine 12 mm Hauptrotorwelle. Zum Ausrichten der Servohebel 90 Grad zum Heli, also nicht zum Servo, sondern zum Heli, gibt es eine Einstellhilfe, da seht ihr sie. Die nutze ich aber nicht. Ich mache es lieber so, ich stelle den Mittenimpuls von 1520 ein und dann befestige ich den Servohebel und schiele von hinten so auf den Servo mit dem Augenmaß auf 90 Grad. Hier habt ihr nochmal die GDW-Servos, wenn man die Videos kennt, die habe ich bereits verbaut im Kraken 700S mit dem 6S Setup. Die funktionieren wirklich hervorragend. 22 Kilo, 0,08 Sekunden, was will man mehr? Für mich völlig ausreichend. Für die MIDI-Servos brauche ich natürlich die 35 mm Servohalter. Hier rechts bereits am Getriebe verschraubt. Und links ist der Servohalter für 40 mm Standard-Servos, der ja im Baukasten enthalten ist. Den habe ich zum Vergleich mal über den 35 mm Halter gelegt und dieser ist natürlich größer bzw. länger, sieht man ja ganz gut. Und es entsteht noch ein kleines Problem mit den engeren Lochabständen für die MIDI-Servos. Hier sieht man das, denke ich mal, auch ganz gut. Falls einer von euch vorhat, auch die MIDI-Servos zu verbauen, habe ich hier nochmal die Artikelnummer für die Servohalter. Einmal vorne Roll- und Pitch-Servo und dann braucht ihr natürlich auch noch den Servohalter hinten für das Nick-Servo. Und jetzt taucht ein kleines Problem auf, das es zu lösen gilt. Der Lochabstand von den 40 mm Carbon-Servoplatten, der ist nämlich zu groß für die MIDI-Servos, die ihr vielleicht gesehen. Aber kein Problem, ich habe eine einfache Lösung. Die Platte mit einem Seitenschneider trennen. Knack. Und die Verbindung bearbeiten. Entweder noch weiter abknabbern mit dem Seitenschneider oder mit einer Feile wegfeilen oder mit einer guten Schere bearbeiten, was ihr zur Verfügung habt, damit die Schnittstelle wieder schön rund wird. Und voilà, jetzt passt der Lochabstand für die 35 mm MIDI-Servos. Oder als 4er, 6er, 8er Pack zusammenschrauben, mit einem Dremel trennen und wieder bearbeiten mit einer Feile oder vorsichtig mit einem Schleifstein, wer einen zur Verfügung hat. Das geht natürlich auch. Eine Schere könnt ihr jetzt allerdings vergessen, da kommt ihr nicht mehr durch dieses Pack. Und schon habt ihr eure eigenen Platten hergestellt, die auch noch einigermaßen gleich aussehen.
ein geniales Hilfstool aus dem Baukasten. Ein, ja, wie heißt das Teil? Ein Kugelpfannen-Aufsatz-Drehgriff. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. Ein KFG, ein Kugelpfannen-Aufsatz-Drehgriff. Genial. Damit kann man die Kugelpfannen ganz, ganz easy auf die Anlenkstangen schrauben. Denkt aber bitte daran, bei den 2 Anlenkstangen, die zu den Blatthaltern gehen, da gibt es ein Rechts- und ein Linksgewinde. Und hier fehlt mir ein kleiner Hinweis in der Bauanleitung. Der erste Stolperstein, den ich anfangs erwähnt habe: Es gibt verschiedene Härtegrade. Shore 70 oder Shore 90 bei den O-Ringen. Da steht's: In dem angegebenen Päckchen Nummer 10 sind aber nur 4 Stück mit dem Härtegrad 90. Hier steht A, B und C und so weiter. Da sind sie. Und dachte mir, wo soll ich denn die 70er hernehmen? Gibt es bestimmt im Zubehör. Aber nein, die sind tatsächlich mit dabei in einem extra Päckchen. Da unten seht ihr O-Ring 70 Shore. Und auf der Seite 10 fehlt mir einfach nur ein kleiner Hinweis. Beachte bitte Seite 37, das ist nämlich ganz weit hinten. Dort gibt es Erklärungen und weitere Informationen, wie man das kombinieren kann. Die 70er mit den 90ern, je nachdem, welche Drehzahl man denn fliegen möchte, letztendlich, wie soll denn die Kopfdämpfung sein? Das ist alles, das fehlt mir einfach nur. Das habe ich einfach zu spät gesehen. Ich hätte ja nichts anderes gemacht. Ich hätte ja sowieso, oder ich habe die beiden 90er O-Ringe erstmal eingebaut und dann werde ich dann weitersehen, ob ich da noch was ändern muss oder nicht. Hier der bereits zusammengebaute Rotorkopf vom Puma mit 150 Gramm. Und zum Vergleich habe ich für euch nochmal rausgesucht einen Rotorkopf vom Urgoblin, vom 700er Urgoblin. Der wiegt 280 Gramm und ich denke mal, es ist durchaus vergleichbar mit dem schwarzen Rotorkopf vom 700er Raw bzw. vom baugleichen Kopf Kraken 700S. Das sollte stimmen. Der ist vielleicht ein bisschen leichter, der schwarze Rotorkopf. Und hier habt ihr nochmal einen Größenvergleich.
Bevor die Deko aufgeklebt wird, empfehle ich, das Carbon-Seitenteil zu putzen, denn da ist noch ordentlich Staub von den Fräsarbeiten drauf. Ich nehme da ein sauberes Tuch und ganz normalen Glasreiniger. Ich habe es ganz gerne, wenn das Heck etwas höher steht als im Original. Dann hauen die Heckblätter nicht ständig in das Gras rein. Dafür brauche ich 4 längere Schrauben, die suche ich hier gerade. Und dann brauche ich noch 8 Unterlegscheiben. Die hier, die ich jetzt hier gerade rauskrame, die habe ich mal von Hobby King geordert. Oder man kann auch nehmen alte, defekte Lager oder. Und die Höhe kann man natürlich variieren, je nachdem wie viele Unterlegscheiben man drunter packt. Umso höher oder tiefer kommt dann das Heck. Habe ich dann gleich nochmal ein Foto für euch.
der Motor ist ein Contronic Pyro 700. Oh, welche Überraschung. Wieder mal handgewickelt von brushlesstuning.de auf 840 kV. Und das ist meine persönliche Wahl. Ja. Es funktionieren auch viele andere Motoren von Hersteller A bis Z. Und hier der nächste Unterschied zum Raw 700. Die kleinere Riemenscheibe kommt auf die Motorwelle, also keine 19 mm Big Belt Riemenscheibe wie beim Raw 700. Eine 21er liegt bei, aber ich brauche für meine Wunsch-Kopfdrehzahl höchstwahrscheinlich eine 23er. Einen Unterschied habe ich noch für dieses Video. Der Piuma besitzt im Gegensatz zum Raw 700 kein Motorwellengegenlager.
32 Minuten sind vergangen. Das ist eigentlich die Zeit, die ich so ungefähr plus minus eingerechnet habe für das komplette Video. Jetzt ist es halt ein bisschen länger geworden, okay. Und deshalb habe ich mich entschieden, das Video aufzuteilen in Teil A, der hier, und Teil B. Für Teil B ist ja auch noch eine Menge auf dem Tisch, was ich noch nicht abgearbeitet habe. Aber was ist erledigt? Was kann vom Tisch? Die Bauanleitung kann vom Tisch, haben wir darüber gesprochen. Die Einstellhilfe für die Servoarme hier, die ich ja nicht gebraucht habe. Das coole Hilfstool für die Kugelpfannen. Der Dekobogen hier, der auch geliefert wird in den Farben Weiß, Gelb und Orange. Orange habe ich ja verklebt. Dabei muss es nicht unbedingt bleiben. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht auf der einen Seite hier das Gelb noch verklebe. Das muss so nicht bleiben. Man kann sich ja umentscheiden. Und die 21er Riemenscheibe, die kann auch weg. Die 24er hier, die ich noch hatte, die werde ich wohl nicht brauchen. Ich denke mit 23 oder mit einer 23er, die ich jetzt verbaut habe, da werde ich wohl auf meine Wunschkopfdrehzahl kommen. Ja. Und wie ihr seht, bleibt noch einiges über für den Teil B. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in Teil B wieder. Da geht es dann weiter mit der Heckeinheit, Liposchiene, Kabelverlegung und alles, was hier nur auf dem Tisch liegt. Logischerweise. Dann habe ich noch vor, ein kleines Flugvideo, wirklich ein kleines Flugvideo, natürlich mit dem Puma hier. Und da wollte ich euch noch erklären, wollte ich alles in einem Video machen, aber das mache ich dann in Teil B. Warum habe ich überhaupt dieses T-Shirt an? Hier. Wo war ich dieses Jahr bereits? Auf welchen Pilotentreffen? Ich habe super nette Leute kennengelernt, richtig geil. Da habe ich noch ein paar Fotos für euch. Ich mache nicht so viele Fotos oder Videos, aber ein paar habe ich doch geschafft. Und was habe ich dieses Jahr noch vor? Wo möchte ich noch hin? Eine kleine Vorschau für das Video Teil B. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.